Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir unsere zweite Teaching-Session miteinander haben. Nochmal vielen Dank, dass ich von hier, von München aus Anteil haben dürfen an eurer Konferenz. Und ich wünsche euch alle in Heidelberg und auch darüber hinaus, alle, die dieser Livestreaming mitbekommen, eingeschaltet haben. Ich wünsche euch im Vorfeld Gottes Segen. Und ich bin gebeten, bevor wir zu dem Predigt kommen heute, ich bin gebeten, ein Lied zu singen. Ich habe letztes Mal einen Videoclip eingeblendet von unserem Musikteam. Und ich bin selber Profimusiker, war ich, bevor ich zu Jesus kam. Musik gehört zu meinem Leben all diese Jahre, dass ich Christ bin, und spiele ich immer noch bis heute in der Lobpreisband und schreibe ich auch viele Lieder. Und ich dachte, ich werde beginnen gleich mit einem Lied, das ich für euch gerne singen möchte. Es heißt Wunderbar. Meine Frau Marianne und ich haben das gemeinsam geschrieben vor mehr als 10 Jahren. Und es ist an unserer vorletzter Lobpreis-CD, Unerschütterlich und treu heißt das. Und das Lied wurde in uns geboren in einer Zeit, wo wir sehr herausgefordert waren. Und in jeder Herausforderung haben wir festgestellt, dass Jesus ist treu. Er ist wunderbar. Er bringt uns durch. Und er bringt Segnungen in unser Leben, auch in Zeiten, wo es herausfordernd ist. Vielleicht diese Einschränkung zur Zeit durch das Coronavirus ist für einen oder für den anderen sehr herausfordernd. Weil lasst die Texte, lasst dieses Lied dein Herz dienen. Das Lied heißt Wunderbar. Wunderbar, treu und wahr, in tiefster Not, immer da. Wunderbar, schufst du mich, durch dich allein sehe ich das Lied. Wunderbar, treu und wahr, in tiefster Not, immer da. Wunderbar, schufst du mich, durch dich allein sehe ich das Lied. Durch dich allein kann ich sein, wie du mich siehst. Durch dich allein. Du bist treu, du bist wunderbar. Yes, he is. Und wunderbar ist dein Wort, ein starker Fels, ein sicherer Ort. Wunderbar führst du mich auf meinem Weg, ist dein Wort mein Lied. Durch dich allein kann ich sein, wie du mich siehst. Durch dich allein. Und du bist treu und du bist wunderbar. Durch dich allein. Durch
bist treu und wahr. Du bist immer da. Und du bist treu. Und du bist wunderbar. Jesus, du bist wunderbar. Und ich danke dir, Vater, für jeder, der heute eingeschaltet haben. Ich danke dir, dass dein Wort gibt uns immer einen neuen Einblick zu deiner Herrlichkeit, zu deiner Größe, zu deiner Liebe, zu das, was du wirklich bist. Du bist wunderbar. Und helf uns heute, indem wir in dein Wort schauen heute. Gib uns Licht, gib uns Einsicht. Helf uns zu erkennen, was wir haben, was wir sind, was wir alles tun können. Weil du für uns zum Kreuz ging, weil du von den Toten auferstanden bist und du hast uns neues Leben geschenkt. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Und wir danken dir, durch deinen Geist dürfen wir leben, dürfen wir dienen, dürfen wir anderen Menschen erzählen von deiner Größe. Lass alle erkennen, wie wunderbar du wirklich bist. Amen. Amen. Well, wenn ihr bereit seid, mit mir hineinzugehen in Gottes Wort, mein Thema für diese Konferenz ist Gottes Absicht an Pfingsten. Now, in die erste Session, die wir hatten miteinander, wir hatten schon ein Fundament gelegt, dass Gott mit Absicht diesen jüdischen Fest von den Frühernte ausgesucht hat, damit er uns zeigen könnte, so wird Menschen vor Gott gewonnen. Und das ist, was die Bibel meint, in dem Neuen Testament über eine große Ernte. Jesus sagte, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind weniger. So bete, dass der Herr der Ernte Arbeiter aussende in dieser Erntefeld. Diese Verheißung, die Ernte ist groß, gibt mir so viel Trost. Und ich glaube, dass wir müssen eins erkennen. Gott ruft dich und mich als Arbeiter in dieser Erntefeld. Und so ich möchte unsere Gedanken über den Geist Gottes, über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das, was geschehen ist am Pfingsten, wie Gott durch uns Menschen für Christus gewinnen kann. Wie du und ich eine effektive Arbeiter sein können in Gottes Erntefeld. So, lass uns hineinsteigen in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Wir lesen, was Jesus sagte. Er sagte, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Now, es ist ein Unterschied zwischen dem Geist in uns durch die neue Geburt. Und ich glaube, wir haben in der ersten Session das ein bisschen erwähnt. Aber wenn Jesus in unser Herzen kommt, er gibt uns einen neuen Geist. Der Heilige Geist kommt in uns. Aber hier ist ein zweiter Werk von derselben Heiligen Geist hier angesprochen. Er kommt über uns. Und dieser zweite Werk des Heiligen Geistes ist die Befähigung Gottes in und durch uns, anderen Menschen zu dienen. Hör, was Jesus sagte hier. Wenn der Heilige Geist über euch kommt, er wird Zeugen für mich sein. Nicht nur ein Zeugnis geben. Das ist ein riesiger Unterschied zwischen dein Zeugnis zu geben oder ein lebendiger Zeugen zu sein für Jesus. Wir brauchen Gottes Kraft, die Erfüllung des Heiligen Geistes, ein lebendiger Zeugen zu sein von das, was wir wissen, Jesus in uns getan hat, durch sein vollendetes Werk am Kreuz und in die Auferstehung. Er sagte, er werde Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Und eigentlich, wenn wir Zeit hätten, können wir in diesen ersten Predigen, Kapitel 2 von Apostelgeschichte schauen, wo Petrus sagte, diese Verheißung, der Heilige Geist, dass er über uns kommt, ist für nicht nur der damaligen Generation, sondern für unsere Kinder, Kindeskinder und für alle, die irgendwann von Gott berufen sein werden. Das heißt für dich und für mich in 2020, sei es in Heidelberg, sei es in München oder egal, wo du jetzt bist. Diese Verheißung ist gültig für uns, weil Gott möchte uns befähigen,
Menschen für ihn zu gewinnen. Und wir wollen über dieses persönliche Engagement, dieses persönliche Fähigkeit, die wir von dem Heiligen Geist empfangen können, um anderen Menschen für Christus zu gewinnen. Persönliche Evangelisation könnte man das nennen. Gottes Absicht an Pfingsten war, uns zuzurüsten, damit wir fähig sind, anderen Menschen für Christus zu gewinnen. Now, ich muss euch sagen, wir Christen, wenn wir reden über Pfingsten, über die Ausgießung des Heiligen Geistes, wir reden immer von Kraft und gewaltiger Zeichen und Wunder. Und Gott gibt gewaltige Zeichen und Wunder. Aber wir haben eine Tendenz, etwas zu vermischen. Wir verwechseln das Spektakulär mit das Übernatürlichen. Und oftmals das Übernatürliche ist nicht immer im Natürlichen spektakulär, aber es ist genauso übernatürlich. Und ich möchte, dass ihr seht etwas über Jesus, was in Apostelgeschichte Kapitel 10 geschrieben worden ist, was der Geist Gottes in sein Leben bewirkte, weil er ist derselbe Heilige Geist, der in uns kommt, wenn wir sagen, Jesus sei du der Herr meines Lebens, und derselbe Heilige Geist, der auf uns kommt, wenn wir getauft sind im Heiligen Geist, wenn wir die Fülle des Heiligen Geistes erlebt haben, wenn wir eine persönliche Pfingsten erleben können, wenn ich das so sagen darf. Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist und Kraft gesaugt hat, welche umherzog, indem er wohltat. Auf Englisch es heißt, he did good. Er hat Gutes getan. Und alle geheilt, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Well, Gott ist mit uns. Und es ist dieselbe Absicht Gottes. Yes, Heilung gehört zu uns Christen. Und wir dürfen für Menschen beten. Wir dürfen erwarten, dass es dasselbe Wille Gottes ist, dass Menschen werden geheilt, wie Jesus das erlebte. Aber ich möchte über die erste Aussage heute ein bisschen mehr konzentrieren. Weil über die Fähigkeit Gottes, große Wunder und Zeichen zu tun, ich glaube, die wenigsten Christen haben Zweifel, dass Gott das tun kann. Ob er das immer wieder tut oder nicht, das ist etwas anderes. Aber ich kann euch sagen, Gott möchte Großes tun, weil es ein großer Gott ist. Aber oftmals, wir schränken Gott ein, weil wir schauen nur nach das Spektakulär, und das, was Jesus getan hat, lassen wir außer Acht. Er hat Gutes getan. Er hat Wohltaten getan. Und ihr Lieben, manchmal, wir schränken dieser Kraft Gottes in unser Leben ein, weil wir geben dem Geist Gottes nicht Raum für die Kleinigkeiten im Leben, die einen großen Tür öffnen kann, für das Herz von jemandem zu gewinnen, damit sie zu Jesus kommen können. Und wir müssen das verstehen. Wir sind berufen, Botschafter Christi zu sein. Lass uns das anschauen. Es ist 2. Korintherbrief. Es heißt in Kapitel 5, Vers 17. Es heißt, ist jemand in Christus? Er ist ein neuer Kreator. Du bist ein neuer Mensch. Völlig neu. Warum? Der Geist Gottes ist in dir hineingekommen. Das Alte ist vergangen. Siehe, das Alte ist vergangen und alles neu. Es ist jetzt alles neu geworden. Das alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und deswegen wollte ich dorthin steuern. Du hast einen Dienst der Versöhnung. Das war nicht nur für Paulus. Es ist für jeder Mensch, der Jesus Christus in seinem Herzen empfangen hat. Wir haben einen Auftrag bekommen. Wir sind jetzt Kinder Gottes genannt. Gott hat uns nicht nur Vergebung zugesprochen, wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind Königskinder geworden. Und wir haben eine richtige Stellung vor Gott. Das nennt die Bibel Gerechtigkeit. Wir können vor Gott stehen, als ob wir nie etwas Falsches getan haben. Wegen unserer Werke? Nein, wegen des Opfer Christi. Und deswegen heißt es hier von Paulus, Gott hat uns etwas anvertraut. Ein Dienst der Versöhnung. Na, was ist das? Wir lesen weiter. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht zurechnete. Wow.
Sieh, unser falsche Benehmen, das, was wir falsch tun, das, was nicht Gottes Wille entspricht, das ist nicht unser Problem mehr. Das einzige Problem ist, glauben wir wirklich, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glauben wir, dass er zum Kreuz ging, nicht allgemein für jemand anderen, sondern für mich? Dass Gott die Welt so sehr geliebt, jeder einzelne Mensch kennt, liebt und einen Preis bezahlt hat, damit wir neues Leben haben können? Es heißt ja, die ganze Schuld der Welt hat Gott nicht auf uns gelegt. Wir haben nicht unsere gerechte Strafe bekommen. Nein, er hat es auf seinen Sohn gelegt. Jesus litt mit unseren Leiden. Er ist stellvertretend zum Kreuz gegangen. Und jetzt, es heißt, er legte in uns etwas. Ich lese es nochmal. Und in uns legt er diese Botschaft der Versöhnung. Es liegt in dir. Du bist ein Botschafter Christi. Und ob du das wusstest oder nicht. Und manchmal Christen, wir sind ein bisschen scheu. Wir denken weniger von uns selber, als was Gott in uns hineingelegt hat und was er in uns sieht. Es gibt so viel Potenzial in dir, die Menschen um dich herum zu erreichen, zu gewinnen, zu verändern. Durch Gottes Liebe, durch Gottes Kraft, durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes wird auf uns kommen. Das war der Absicht Gottes an Pfingsten. Dass wir werden befähigt sein, diese Dienst der Versöhnung, die in uns hineingelegt ist, auszuleben. Na, ich habe etwas für mich ein bisschen komisch erlebt vor ein paar Wochen. Wir haben am Freitagabend, wir hatten früher einmal im Monat eine Art Gemeinde-Bibelschule. Und ich hatte auf dem Herzen im Januar über geistliche Vollmacht zu sprechen. Well, Anfang März, wir alle wissen, was passiert ist. Wir haben dann die Einschränkung bekommen. Wir dürfen keinen Gottesdienst mehr hier haben. Und wir haben gedacht, well, wenn wir Livestreaming gehen, lass uns diese Schulungsabends jeden Freitag veranstalten. So, ich habe begonnen über nicht nur geistliche Vollmacht, sondern über die Waffenrüstung Gottes zu sprechen. Und ich möchte, dass wir das anschauen ganz kurz, weil für mich das war eine Überraschung. Als ich jeder einzelne Bestandteil von dieser Waffenrüstung Gottes anschaute, ich merkte, dass der zweite hat mich selber überrascht, obwohl ich intellektuell, ich wusste, dass es da war. Das war für mich nichts Neues, aber die Bedeutung von was hier uns gesagt worden ist und dass es eine Waffe ist, war für mich plötzlich in einem neuen Licht. Lass mich das hier lesen. Epheserbrief Kapitel 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, nicht nur ein Teil, das Ganze, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget. So seht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit der Panzer der Gerechtigkeit. Now schau das dritte an. Die Füße gestiefelt mit der Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Als ich das in der Vorbereitung anschaute, ich dachte zum ersten Mal, die Bereitschaft, jemand anderen zu erzählen von Jesus, gehört zu unserer geistlichen Zurüstung. Lass das hineinsinken. Wenn wir scheu sind, wenn wir denken, das ist für die Evangelisten. No, Gott legte in dir, weil du ein Kind Gottes bist, diese Botschaft der Versöhnung. Es ist in uns alle. Es gibt ein Amt, ein Dienst der Evangelist. Und Gott ruft Menschen zu diesem Dienst und die verkündigen manchmal zu Hunderte, Tausende von Menschen. Halleluja. Aber jeder einzelne von uns ist berufen, eine Botschafter Christi zu sein. Dieses Dienst der Versöhnung ist in uns und Gott gab uns seine Kraft, den Erfüllung mit dem Heiligen Geist, uns zu befähigen, wie Jesus, überall hinzugehen und zuerst Gutes zu tun und Menschen Heilung zu bringen. Und Heilung kommt in viele unterschiedliche Wege. Nicht nur körperliche Heilung, manchmal gedankliche Heilung. Manchmal jemands Seele ist so kaputt. Menschen sind bedrückt, Menschen sind deprimiert, Menschen haben keine Hoffnung. Und wir sind berufen,
eine Veränderung in dieser Welt hervorzubringen. Und wir sind nicht nur berufen, wir sind zugerüstet. Und ein Teil von dieser Waffenrüstung Gottes ist, was du bereit bist zu tun. Er hat gesagt, die Stiefel geben uns die Fähigkeit, überall hinzugehen, auch auf steiniger Boden, die normalerweise ohne Stiefel deine Füße wehtun würden. Aber wenn du zugerüstet bist mit dieser Waffenrüstung Gottes, kannst du Menschen über die Güter Gottes mit Gottes Kraft erzählen. Und das war für mich in einem total neuen Licht. Wow, Gott hat uns als Teil von dieser Waffenrüstung Gottes, dieser Stiefel der Bereitschaft, an den Menschen zu erzählen, wie wunderbar Jesus ist. Und ich musste so viel Neues lernen in meinem Leben. Ich glaube, wir hören nie auf zu lernen. Ich bin inzwischen jetzt 66 Jahre jung, 66 Jahre alt geworden. Ich habe mit 22 Jesus ganz bewusst in mein Herzen eingeladen, in mein Leben eingeladen. Und jetzt, es ist fast 44 Jahre, dass ich mit Jesus gehe. Und von diesen 44 Jahren bin ich 38 Jahre Pastor. Ich musste so viele Dinge immer neu sehen. Und das ist das Schönste bei das Evangelium. Das ist das Schönste bei Gottes Wort. Du kommst nie an einen Punkt, wo du weißt alles. Du kennst alles. Paulus selber hat gesagt, ich kenne nicht alles. Wir sind ständig am Lernen. Und ich muss euch zugestehen, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ein bisschen von oben herab, junger Pastor, gewisser Erfolg habe ich erlebt. Ich reiste in Afrika, in Nordamerika, in Asien. Ich war überall und habe das Evangelium verkündigt. Und ich dachte immer, ja, mein Job ist zu verkündigen. Und ich werde nie vergessen, das war Mitte der 90er Jahre. Wir sind aus Familie in Urlaub gefahren und es lag eine Bibel auf meinem Schreibtisch. Ein junger Mensch hat das dort vergessen. Und es war so klar für mich, der Geist Gottes sagt, nimm diese Bibel mit. Na, das war eine moderne Übersetzung. Das war eine Hoffnung für alle Übersetzung. Und damals war ich ein bisschen zu überheblich. Ja, ein Elberfelder oder Schlachter, ja, aber Hoffnung für alle, es ist sogar keine richtige Übersetzung, das ist eine Auslegung. Und der Geist Gottes hat mir einen Ruck gegeben. Nimm das mit. So, ich habe das mitgenommen. Wir sind an unser Ferienort, hier, ein Zielort gelandet. Und spät in der Nacht, ich war alleine, habe ich dieses Bibel rausgeholt. Und es war bestimmt ein junger Mensch, weil das war gemalt mit unterschiedlichen Farben. Vielleicht waren sie gelangweilig, als ich gepredigt habe damals. Und mein Augen ist etwas gefallen, was ich zu der damaligen Zeit nicht so gesehen habe. Es ist die Berufung der Apostel. Und in Markus Kapitel 1 hört wieder Hoffnung für alle diese Aussage hier zum Ausdruck gebracht hat. Es war für mich neu zu hören, es war notwendig für mich, weil es hat etwas begonnen in meinem Leben, was meine ganze Sichtweise verändert hat. Es heißt, es ist Markus Kapitel 1, Vers 17. Da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Now, ich kenne das aus, ihr werdet nicht mehr Fischer sein, ihr werdet jetzt Menschenfischer sein. Weil die waren Fischer, die Menschen, die Jesus berufen hat, Petrus und seinen Kumpels. Aber dieser Ausdruck, ich werde euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Dieses ganze Gedanken, Menschen gewinnen? Ich dachte, ich muss sie nur evangelisieren. Ich muss sie nur erzählen. Und dann müssen sie eine Entscheidung treffen. Ja, wir sagen auf Englisch, turn or burn, Steinbier. Ich habe mein Teil getan, ich habe verkündigt. Und ich habe an dieser Schriftstelle begonnen zu sehen, wie einseitig und wie kleinkariert ich habe das ganze Thema angeschaut. Es war wirklich überheblich. Ich verkündige das Evangelium. Ich habe mein Teil getan. No. Es ist nicht nur, was du sagst, es ist, wie du es sagst. Was ist deine Absicht?
Sieh, bei Jesus, ich habe gemerkt ziemlich schnell, bei ihm war das völlig anders. In Lukas Kapitel 15, Vers 1, es heißt, und dann kamen alle Sünder und Zöllner zusammen, um von ihm zu hören. Und ich dachte, oh Gott, ich schreie, wenn ein paar Christen nicht am Sonntagmorgen in der Reihe sitzen. Und bei dir, es war nicht nur den Frommen, die nicht frommen wollten zusammenkommen und von dir zu hören. Das war bestimmt etwas anderes. Well, Gott hat mich auf eine Reise gebracht, wo ich merkte, es hat zu tun mit, wie wir Menschen sehen und wie wir bereit sind, Menschen zu gewinnen. Und dazu brauche ich diese Kraft Gottes, Menschen zu gewinnen. Menschen uns auszustrecken nach Menschen, etwas Gutes zu tun, das sie nie verdient haben. Aber vergesst das nicht, du hast es auch nie verdient. Ich auch nicht. Was ist Gottes Gnade? Gottes unverdiente Gunst an uns und wie ich das so häufig sage, trotz uns. Ja, das ist Gottes Gnade. Gott liebt uns manchmal trotz uns. Und dann ruft er uns genauso zu sein, genauso in dieser selben Haltung Menschen zu begegnen. Oftmals wir bemühen uns nur in Frieden zu leben mit den Frommen, mit den Christen um uns herum. Jesus hat gesagt, geh in dieser Welt, sei ein Licht, du bist Salz, du bist Licht. Ich habe etwas in dir hineingelegt, ein Botschaft der Versöhnung, ein Dienst habe ich dir anvertraut. Du bist ein Arbeiter in meiner Erntefeld und die Ernte ist groß. Und es ist nicht nur, dass die Arbeiter sind weniger, es ist oftmals, dass die Arbeiter sehen es nicht, wie Gott es sieht. Das Erste, was Gott getan hat durch diese Kraft, durch die Erfüllung des Heiligen Geistes in und durch das Leben Jesu, ist, dass er Gutes getan hat. Wir wollen nur über den Heilungen und über den großen Sachen reden. Aber Jesus hat zuerst den Herzen von Menschen gewonnen. Deswegen kamen alle Zöllner und Sünder zusammen, um von ihm zu hören. Es strahlte von ihm aus. Das gab eine Echtheit von seinem Herzen. Ich sehe deine Situation. Ich sehe dein Herz. Und Gott hat eine Antwort auf dein Problem. Es gibt etwas Besseres, als was du gerade jetzt erlebst. Sieh, diese Fähigkeit, Menschen in dieser Haltung zu dienen, steht uns zur Verfügung. Es gehört zu unserer Waffenrüstung. Die Bereitschaft, die frohen Botschaft, die gute Nachricht mit anderen zu erzählen. Das ist geistliche Kraft. Das ist nicht nur, das ist keine Pflicht, es ist ein Privileg. Und du und ich, wir sind ausgestattet, wir sind befähigt. Der Geist Gottes ist auf uns gekommen, wenn du getauft bist im Heiligen Geist. Wenn nicht, vielleicht beten wir am Ende von unserem Gottesdienst heute. Aber jeder Gläubiger soll die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben. Warum? Damit du befähigt bist, jemand anderen, nicht in deiner Kraft, nicht in deiner Weisheit, nicht mit deiner Fähigkeit, sondern in Gottes Kraft, zuerst Menschen für Gott zu gewinnen. Wisst ihr, was es heißt in Sprüche? Es heißt in Sprüche 11,30, ein weiser Mensch gewinnt die Herzen. Ich habe immer Evangelisation gesehen, als wir gehen auf die Straße und wir verkündigen. Und wir vertrauen, dass Gott wird über sein Wort wachen und Gutes wird passieren. Und das ist gut. Das ist manchmal tue ich das. Ich bin seit 15 Jahren jedes Wochenende zu sehen am lokalen Fernsehen. Gott hat für mich die Tür geöffnet. Wir haben es nie versucht, selber zu tun. Gott sprach zu meinem Herzen 2005. Sei bereit, du wirst, für uns ist es TV München und München 2 lokalen Sender hier von der bayerischen Regierung. Und Gott hat innerhalb von 9 Monaten eine Tür geöffnet und diese Tür ist immer noch offen für mich. Und da darf ich das Evangelium verkündigen. Du weißt nie, wer das anschaut. Du weißt nie, wer das hört. Du schmeißt einen Samen raus und wissen, Gott wird dieser Samen segnen von seinem Wort und Frucht wird hervorkommen. Das stimmt. Es gibt diesen Aspekt. Aber ich glaube, wir können
uns zufrieden geben mit nur diesem Aspekt. Und ich glaube, es gibt etwas ganz Persönliches für jeder Einzelne von uns, wo wir herausgefordert sind, Menschen ganz persönlich auch zu gewinnen. Auch für einen Pastor, auch für einen Verkündiger. Es ist nicht nur meine Verkündigung, es ist mein ganzes Leben. Was strahlt aus meinem Leben? Paulus hat einmal gesagt, wir sind ein offener Brief, gelesen von allen Menschen. Wird mein Lebensstil Menschen nahe zu Gott bringen? Oder wird mein vorgefesselte Meinung und mein Vorurteile und meine Härte und meine Besserwisserei, wird es mehr als Mauer sein für Menschen, dass sie nie zu Gott kommen können? Oh, Gott, hilf uns, dass wir nicht so sind. Ich möchte wie Jesus sein. Die Leute, die nicht bei Gott waren, wollten von ihm hören. Und ich weiß, es ist, weil er Herz gewonnen hat. Now, lass uns ein bisschen weitergehen in unsere Gedanken, weil ich merke, der Paulus hat das selber entdeckt, dieser große Apostel Gottes. Hör, was er sagte im Bereich von seinem persönlichen Engagement als Christ. Now, oftmals Menschen sind verwirrt, wenn die diese Passage lesen. Es ist in 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Und Paulus redet hier nicht mit einer apostolischen Aufgabe, um Gemeindestrukturen hier zu legen. Er redet von seinem persönlichen Leben als Christ. Und er fängt an, das ist Vers 19. Ich bin also frei von niemandem abhängig. Ich bin frei und von niemandem abhängig, Entschuldigung. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, da ist das. Genauso, was ich gelesen habe in der Hoffnung für alle, habe ich hier wieder entdeckt. Und jetzt lese ich das aus der Schlachterübersetzung. Damit ich Menschen für Christus gewinnen könnte. Folge mir nach, ich werde dir beibringen, wie du Menschen für Christus, für Gott gewinnen könnt. Und hier war das. Damit ich viele für Christus zu gewinnen können, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Eine andere Übersetzung sagt, zu Diener. Now, ich muss etwas hier nochmal lesen. Ich bin also frei und von keinem abhängig. Sieh, bis du wirklich verstehst, dass du frei bist, dass Christus hat dich freigesetzt, wirst du immer mit Menschenfurcht und Scheu immer dein Image aufrechterhalten. Das habe ich auf der harten Tor gelernt in meinem Leben. Es gab eine Zeit, wo Gott zu meinem Herz gesprochen hat, genau zur selben Zeit. Gott war am Aufwühlen in mir, etwas Neues hervorzubringen. Er sagte, ich möchte, dass du wieder deine Gitarre nimmst und ich möchte, dass du wieder Menschen erzählst durch deine Musik, was ich für dich getan habe. Und ich dachte, das kann ich nicht tun. Bevor ich zu Jesus kam in den 70er Jahren, ich spielte in einer Heavy-Metal-Band. In Hollywood. Du kennst das aus Hollywood, aber wenn du einmal dort gelebt hast, ist es Hollywood. Ich lebte in Hollywood, ich habe alle Big Clubs auf der Sunset Strip gespielt, a Whiskey, a Go-Go. All das habe ich erlebt. Und jetzt Gott sagt, nimm meine Gitarre und schreibe und spiele. Und das kann ich nicht tun. Mein erster Gedanke war, was wird meine Kollegin sagen? An den Pastoren. Ich bin jetzt der große Glaubensprediger. Hallo? Ich reise hier und dort und überall. Das kann ich nicht tun. Und ich sage euch, ich haderte mit Gott sehr lange über diesen Punkt. Und es war nicht, dass ich Gottes Anweisungen in Frage gestellt habe. Es war mehr Angst vor mein Ansehen. Bis ich merkte, was Paulus sagte, wenn du frei bist von allem, nur dann bist du fähig, ein Diener, ein Sklave zu sein für alle Menschen. Now, schau, wie weit Paulus ging, um seine Bemühungen, Menschen für Christus zu gewinnen. Wir lesen hier weiter. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Das ist ein Widerspruch. Die Juden haben ihm überall Probleme geschafft. Und trotzdem, Paulus versuchte, den Juden zu gewinnen, indem er lebte wie ein Jude. Er lebte nicht unter dem Gesetz. Er geht weiter, er sagt es sogar.
Und wo man religiöse Vorschriften genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich keine Gültigkeit mehr haben. Denn ich möchte auch diese Leute gewinnen. Du denkst, wait a minute, Gesetzlichkeit? Paulus, du hast uns geschrieben, wir dürfen nicht mehr unter das Gesetz kommen. Das stimmt, das ist seine Anweisung an die Gemeinde. Aber in seinem persönlichen Engagement als Nachfolger Christi, er wollte Menschen für Christus gewinnen. Und er hatte sich zum Diener, zum Sklaven gemacht. In anderen Worten, er hat den Menschen nicht von oben herab beobachtet und gerichtet. Er ist auf Augenebene gekommen. Er ist auf Ebene gekommen und er hat sie gewonnen. Er hat verstanden, wie sie lebten, wo Gesetzlichkeit so eng war. Und er hat dann doch einige einen besseren Weg gezeigt. Er wollte nur eines, Menschen für Christus gewinnen. Aber bevor du jemanden gewinnen kannst, du brauchst die Kraft Gottes, um Menschen zuerst ihr Vertrauen zu gewinnen, ihr Herz zu gewinnen. Werden sie hören, was du zu sagen hast? Ich werde nie vergessen, wir haben ein Konzert einmal gemacht in Tulane, in Island. Und es war ein ziemlich heftiger Nachtlokal, wo wir gespielt haben. Die Band, der vor uns hineinging, die war nicht so gut. Und die Türsteher haben sie buchstäblich rausgeschmissen auf der Straße, weil die waren nicht so gut. Und da war ein Tisch und da saßen, man wusste, die sind der Besitzer von den Club und einige sind aus der russischen Mafia, sehr verbunden. Und es war eine heikle Situation. Und gegen Mitternacht, wir sind auf die Bühne gegangen. Und jedes Lied hat für uns eine Geschichte erzählt. Und ich habe immer diese Geschichten, bevor wir das Lied gesungen haben, erzählt, was das Lied bedeutet. Und es hat immer zu tun mit unserem Glauben an Gott, was er in unser Leben bewirkt hat. Weil ich erinnere mich, dass wir waren fertig und die haben unsere Musik sehr gemacht. Und es war gegen 2 oder 3 Uhr in der Früh. Ich bin eingeladen mit den Bosses dort zu sitzen. Komm her, wir wollen dir einen Trink spenden. Komm, sitz mit uns. So, ich sitze dorthin und eine junge Dame sitzt neben mir und sie fängt an zu weinen. Ich sagte, warum weinst du? Sie sagte, meine Mutter ist Baptist und ich komme von irgendeinem Dorf weit weg in Russland. Und als ich dich gehört habe, wie du die Lieder erklärt hattest, es hat mich an vieles, was meine Mutter immer sagte, über ihr Jesus. Und es hat mein Herz so berührt. Und dann, ich habe gesagt, möchtest du Jesus in deinem Herzen jetzt einladen? Sie sagte ja. Und zwischen 2 oder 3 Uhr in der Früh in einem Nachtlokal bei einem Tisch mit Mafiosos hier aus Russland, diese junge Dame hat mit mir gebetet. Das war die Kraft des Heiligen Geistes. Das war etwas Gutes getan. Ich habe ihr Herzen gewonnen. Gott benutzte die Musik, um harter Boden aufzubrechen. Aber schließlich es war Gottes Liebe, die Menschen, die jeder einzelne von uns doch verändert. Paulus geht weiter. Er sagte hier, bin ich bei Menschen, die ohne das Gesetz leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht an Gottes Gebote halte, sondern ich befolge die Gebote Christi. Was ist die Gebote Christi? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten, wie du dich selber liebst. Und das hängt alles. Wenn ich beim Menschen bin, der den Glauben noch schwach und unsicher ist, achte ich sorgfältig darauf, nicht ihnen zu schaden, nicht zu sagen, was sie alles falsch machen. Nein, Paulus hat sie aufgehoben. Paulus hat gesagt, hey, ich verstehe, wie schwer es sein kann. Aber hey, ich habe einmal gebetet und hier hat Gott mir geholfen. Hört, was er sagte. Ich versuche ihnen nicht zu schaden, wer es auch sei. Ich stelle mich ihm gleich. Was für ein Hammer. Ich stelle ihm gleich, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen für Gott zu gewinnen, um Menschen zu retten.
Oftmals wir sind zu fantasielos. Oftmals wir sind nur in unserer Kirchenvorstellung, wie es sein muss. Ich weiß, vor fast 30 Jahren jetzt, meine Frau ist Schauspielerin, war sie, bevor sie zu Jesus kam. Und wir dachten, diese Zeit ist vorbei. Und dann Gott hat zum selben Zeit, als er mit mir gesprochen hat, mit der Musik, er hat auch zu meiner Frau gesprochen. Sie sollte eigentlich ihre Fähigkeit benutzen, um das Evangelium zu verkündigen. Und das war die Geburtsstunde von was heute Gospel Art Studio und Gospel Art Kolleg ist, wo wir einen Kolleg haben für darstellende Kunst. Na, am Anfang, das war schwer für die Gemeinde zu verstehen. Ja, warum tun wir solche Dinge? Ich meine, wir brauchen nur zu predigen. No, es braucht mehr als nur zu predigen. Mit jeder erdenklichen Art und Weise. Ich stelle mich alle Menschen gleich. Ich möchte an Orten kommen, wo ich nicht vielleicht an einem Sonntagmorgen hinter ein Kanzel erreichen kann und dort vielleicht mit meiner Musik oder von meiner Frau auf der Bühne. Sie benutzt ihre Gabe und es macht die Tür auf für Menschen. Wir haben es gesehen in den letzten 30 Jahren. So oft hat Gott Wunder gewirkt, Menschens Herzen geöffnet. Sieh, das ist diese Waffenrüstung Gottes. Ich weiß nicht, ob du das je so gesehen hast, aber das gehört zu deiner Waffenrüstung Gottes. Es gehört zu der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Gottes Absicht an Pfingsten, uns zu befähigen, Menschen für Christus zu gewinnen. Na, in Abschluss, ich habe 2 Beispiele. Wir werden nicht Zeit haben, alle Schriftstellen zu lesen. Dank sei Gott, ihr könnt das zu Hause später lesen. Und die sind hintereinander in Johannes Kapitel 3, Johannes Kapitel 4. Und ich weiß, der Heilige Geist hat das mit Absicht gemacht. Jesus' persönliche Evangelisation. Ein Gespräch unter 4 Augen. Und du siehst, wie er redet zuerst mit Nikodemus, ein hoher, angesehener jüdischer Leiter, der wirklich keine Ahnung hatte von das, was wirklich zählt. Oftmals religiöse Leute sind so. Dieser Mann war hochgebildet. Dieser Mann als Pharisäer, stell dir vor, eine der Voraussetzungen als Pharisäer, du musstest fähig sein, die ersten 5 Bücher Mose auswendig zu zitieren. Die meisten von uns haben Probleme mit Johannes Kapitel 3, Vers 16. Und jemand fragt ja, was steht da geschrieben? Schau das später an. Dieser Mann kannte den Alten Testament durch und durch. Und hier steht das Wort vor ihm und er kennt ihn nicht. Und Jesus sagte, Nikodemus, du musst von neuem geboren sein. Und Nikodemus dachte, neu geboren, ich bin alt, kann ich wieder in meine Mutter gehen? Und immer wieder, Jesus versuchte ihm zu helfen, zu sehen, was das Wesentliche ist. Und er hat es nicht begriffen. Endlich, du kannst es lesen. Jesus sagte, du bist ein Lehrer Israels und du kennst diese Dinge nicht. Na, warum war Jesus so verwundert? Weil alles, was er erzählte, könntest du lesen in dem Alten Testament. Hesekiel hat erklärt, wie Gott uns einen neuen Geist geben würde, mit frisches Wasser uns reinigen. Aber er hat es nicht begriffen, was das bedeutet, von neuem geboren zu sein, ein neues Herz zu bekommen, einen neuen Geist zu empfangen. Ziemlich frustrierend für Jesus. Und dann hat er an etwas gestoßen. Sieh, das ist die übernatürliche Fähigkeit Gottes durch den Heiligen Geist. Er sagte zu Nikodemus, und gleich wie Mose den Schlange auf den Pol, sagt man auf Englisch. Das muss ich hier lesen. Ja, und das ist Vers 14, Johannes Kapitel 3. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhörte, also muss die Menschensohn erhört werden. Now, das hat Nikodemus verstanden. Die Geschichte war, Israel hat gesündigt. Schlangen sind durch das Volk gegangen und über 3000 Menschen sind gestorben. Und Gott sagte zu Mose, als Mose betete für den Menschen, nimmt einen Stab und stell einen Schlange auf diesen Stab. Sie ist symbolisch von Jesus. Du sagst eine Schlange? Ja, weil am Kreuz ist er mit deinen und meinen Schuld gestorben. Was für ein Bild. Kein Lamm,
sondern eine Schlange. Und jeder, der auf diesen Schlange schaute, wurde gerettet, wurde geheilt. Now, wir hören, wie Mose diese Schlange erhörte. Wenn wir denken an Jesus erhören, wir denken an Lobpreis. Aber das ist nicht wie Nikodemus das hörte. Nikodemus wusste von den alten testamentlichen Geschichten, wenn Gott ein Symbol wie eine Schlange auf einen Stab für den Menschen sichtbar gemacht hat. Und dieses Begriff erhört war damals Umgangssprache für Kreuzigung. Wenn ein Mensch wurde gekreuzigt, er wurde erhört, auf ein Holz gehängt und dort musste er sterben. Nikodemus hat das mit anderen Ohren gehört, als was wir lesen. Er hörte gleich wie Mose diese Schlange hochgehalten habe, muss Jesus auf das Kreuz gehen, damit wir ein neues Leben haben können. Und der nächste Satz ist, weil Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jesus hat einen Weg gefunden, es verständlich zu machen für Nikodemus, sein Herz zu gewinnen. Hat Nikodemus das empfangen? Ich glaube schon. Wer ist nach seinem Leichnam gekommen, nachdem er am Kreuz gestorben ist? Nikodemus. Und ich habe keinen biblischen Beweis, aber ich bin der Meinung, Nikodemus war in dieser Obergemach. Nikodemus war dort. Er hat gemerkt, mit diesem Jesus ist etwas anderes. Nächstes Kapitel. Jesus ist in Samaria. Die sind nicht jüdisch. Die kennen das Alte Testament nicht. Und eigentlich, Jesus sagte, was du glaubst, verstehst du selber nicht. Und damals war es so umstritten zwischen den jüdischen Bevölkerung und den Leuten aus Samaria. Die hatten kein Geschäft miteinander zu tun. Und Jesus sagte, hey, er hat eine Dame, eine Frau dort begegnet. Er ist alleine, sie ist alleine dort. Und er sagte, gib mir etwas zu trinken. Und sie ist überrascht. Warum redest du mit mir? Und er sagte, wenn du wusstest, mit dem du gerade jetzt sprichst, du würdest mich fragen und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Now, wir hören lebendiges Wasser in unserer Christianese, in unserer christlichen Art und Weise zu reden. Und wir denken, ja, yes, Halleluja, neues Leben. Ewig. Nein. Sie hat das nicht so gehört. Für einen damaligen Menschen, lebendiges Wasser in der Wüste heißt, er weiß, wo ein Fluss ist. Wir kommen jeden Tag hier zu einem Brunnen und wir holen stilles Wasser raus. Aber wenn er weiß, wo fließendes Wasser, frisches Wasser ist, ich denke, ihr erster Gedanke ist, könnte ein Vermögen verdienen. Sie kam täglich, um Wasser zu schöpfen. Für wen? Wahrscheinlich für die Dorfbewohner. Es kann sein, das war ihr Lebensunterhalt. Und hier kommt dieser Jude und sagt, ich weiß, wo lebendiger Wasser ist. Weil sie ist hellhörig. Zeig mir, wo dieser lebendige Wasser ist. Dann sagt er, okay, hol deinen Mann. Das würde normal sein. Ein Mann würde nie ein Geschäft abschließen mit einer Frau in der damaligen Zeit. Hol deinen Mann. Sie sagte, ich habe keinen Mann. Und dann ging es los. Das stimmt, du hast keinen Mann. Du hast 5 gehabt und du lebst mit einem und er ist nicht dein Mann. Sieh, nur weil du zusammenlebst, heißt nicht, dass du Ehemann, Ehefrau bist. Das ist ein anderes Thema, aber so war es damals, so ist es heute. Man muss vor Gott stehen. Man muss dieses Bund eingehen. Das nennt man eine Ehe. Jesus hat sie nicht verurteilt. Er hat sie nur durch den Geist Gottes erzählt, was die Sache ist. Und dann hat sie gleich gesagt, wow, ich denke, dass du ein Prophet bist. Und dann kam sie mit einer religiösen Frage. Unsere Leute sagen, wir können hier anbeten. Die Juden sagen, wir müssen in Jerusalem. Was sagst du? Und Jesus hat gesagt, du weißt nicht, du redest von Dingen, die du selber nicht verstehst. Aber ich sage dir eines. Der Zeit kommt und jetzt ist, wo die Menschen nicht hier oder in Jerusalem, sondern die wahre Anbeter wird Gott im Geist und in die Wahrheit anbeten. Und dann ging es los. Wir haben gehört, dass Messias wird kommen. Und Jesus überrascht alle und sagte, ich bin ihm. Du redest mit ihm jetzt. Wow. Weil du kannst das 4. Kapitel von Johannes lesen. Was ist passiert dort?
Nikodemus wurde gewonnen mit etwas, was er verstehen könnte. Etwas aus dem Alten Testament. Diese Frau aus Samaria, der jeden Tag kam, um ihr Lebensunterhalt, Wasser zu schöpfen, hat auch neues Leben empfangen. Durch was? Durch eine Geschichte aus dem Alten Testament? Nein, sie kannte das nicht. Durch ein Gespräch über Wasser. Und wie Jesus durch den Heiligen Geist es so klug geleitet hat, ihr Herz gewonnen hat und dann schließlich sagte, ich bin der Retter der Welt. Und du kennst die Geschichte, du kannst es zu Hause lesen. Sie rennt nach Hause, hat alle Dorfbewohner erzählt, ich habe ihn getroffen. Dann sind sie alle rausgekommen. Oh mein, oh mein. Und wenn du das liest, gerade in dem Moment, wo Jesus sagte, ich bin der Messias. Sie rennt weg, die Aposteln kommen, weil die sind weggegangen, um ihm etwas zu stärken zu geben, Brot und Wasser und etwas zu essen. Und er sitzt dort und er ist voller Kraft. Wer hat ihm Essen gebracht? Jesus sagte, ich habe Fleisch zu essen, die er nicht versteht. Wisst ihr, was dieses Fleisch ist? Den Willen Gottes zu tun. Und du bist berufen, ein Botschafter Christi zu sein, nicht in deiner eigenen Fähigkeit, sondern lass der Erfüllung des Heiligen Geistes dein Leben neu revolutionieren, damit du von ihm so geleitet sein kannst, dass du auch wie Paulus, wie Jesus, mit dieser Klugheit, mit dieser übernatürlichen Fähigkeit, es muss nicht spektakulär sein. Dieses Gespräch mit Nikodemus und mit dieser einen Frau, die waren nicht spektakulär, aber die waren übernatürlich. Und es hat diese Menschen für immer und ewig verändert. Das ist, was Gott meinte an Pfingsten. Wir sind berufen, Botschafter Christi zu sein. Na, ich möchte für euch beten im Abschluss. Und ich dachte heute, ich möchte euch nochmal einen kurzen Musikclip zeigen. Lass die Aussage in dieses Clip, lass die Aussage in dieses Lied dein Herz dienen. Und wenn das Lied vorbei ist, dann möchte ich abschließend für euch beten. Vertraue dir, auch wenn ich nicht sehe, wie der Weg weitergeht. Ich vertraue dir, auch wenn ich nicht weiß, ob meine Träume erfüllt werden. Du bist gut, ich komme zu dir her, voller Vertrauen. Kleines Kind, du bist gut, du sättigst mein Leben mit Gutem. Ich vertraue auf dein Wort und ich gebe mich hin. Deine Liebe habe ich erfahren, mir ist vergeben, ich bin errettet, ich bin angenommen. Auf Golgatha, du gabst dein Leben, starbst meinen Tod, ich bin mit Gott versöhnt. Du bist gut, ich komme zu dir her, voller Vertrauen, wie ein kleines Kind. Du bist gut, du sättigst mein Leben mit Gutem. Ich vertraue auf dein Wort und ich gebe mich hin. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit
ein kleines Kind. Du bist gut, du sättigst mein Leben mit Gutem. Ich vertraue auf dein Wort und ich gebe mich hin. Du bist gut, Herr, du bist gut. Ich komme zu dir, Herr, voller Vertrauen, wie ein kleines Kind. Du bist gut, du sättigst mein Leben mit Gutem. Ich vertraue auf dein Wort und ich gebe mich hin. Genauso wie wir gehört haben, wie ein kleines Kind voller Vertrauen. Das ist alles, was Gott von uns verlangt. Und an dieser Stelle, vielleicht hast du heute diesen Gottesdienst eingeschaltet und du merkst selber, ist Jesus wirklich der Herr deines Lebens? Hast du ihm wirklich dein Leben anvertraut? Wenn nicht, kannst du das jetzt tun. Wenn du sagst, Pastor, wie mache ich das? Well, ich werde gerne dir helfen mit ein kurzes Gebet. Du kannst dieses Gebet nach mir sagen, aber es muss aus deinem Herzen kommen. Aber wenn du bereit bist, das, was Christus für dich getan hat, was wir gehört haben heute, all das, was er dir geben möchte, wenn du bereit bist, das zu empfangen, dann bete mit mir gerade in diesem Moment. Sag dieses Gebet mir nach. Himmlischer Vater, so wie ich bin, komme ich zu dir. Herr Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Vergib mir meinen Schuld. Mach alles neu in meinem Leben. Gib mir deinen Heiligen Geist. Ich bekenne es jetzt. Jesus, du bist mein Herr. Amen. Diese Aussage, Jesus, du bist mein Herr, das hat Himmel für dich geöffnet. Und dein Leben ist jetzt neu. Und für die vielleicht, die es zugehört haben, heute noch nicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Vielleicht der Geist Gottes lebt in dir. Das stelle ich nicht in Frage. Du bist ein Kind Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Aber hast du erlebt, dass der Geist Gottes auf dich gekommen ist? Du sagst, wie kann ich das empfangen? Wir können dafür beten. Du liest das immer wieder in Apostelgeschichte,
Philippus hat in Samaria gepredigt. Der ganze Dorf hat Jesus empfangen, wurden sogar getauft. Aber Petrus und Johannes kamen nachträglich, um für jede zu beten, dass sie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben dürfen. Die haben ihre Hand auf jeder Einzelnen gelegt. Das kann ich jetzt nicht tun. Aber Gott ist nicht eingeschränkt in Zeit und Raum. Du kannst genauso die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen. Und genauso wie in Apostelgeschichte Kapitel 2, Gott wird dir eine himmlische Sprache geben. Etwas Neues, was du nicht gelernt hast. Lass mich für dich gerade jetzt beten. Vater, für meine Geschwister, die diese Erfahrung, diese zweite Erfahrung mit demselben Heiligen Geist noch nicht erlebt haben. Vater, ich danke dir, dass gerade jetzt in diesem Moment, dass du deinen Finger auf ihr Herz legst. Und ich sage jetzt in Jesu Namen, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Fange an, Gott zu loben und zu preisen. Gib ihm deinen Mund, gib ihm dein Herz und lass ihn durch dich diese Geheimnisse Gottes hervorsprechen. Genauso in Apostelgeschichte ist dasselbe Gott heute. Und er wird dein Gebetsleben benutzen, dein Herz und die Herzen von anderen Menschen vorzubereiten. In Jesu Namen. Und abschließend für alle, möge Gott uns helfen, wirklich ein lebendiger Zeugen zu sein von den auferstandenen Christus. Nicht nur bereit, unsere Geschichte zu erzählen, das gehört dazu, aber vielmehr, dass unser ganzes Leben strahlt etwas aus, das jeder Mensch lesen kann. Du bist anders, weil Gott in dir lebt. Weil der Geist Gottes ist auf dich gekommen. Du bist ein Botschafter Christi. Diese Botschaft der Versöhnung liegt in dir. Lass diese Füße gestiefelt sein mit der Bereitwilligkeit, anderen Menschen zu erzählen, wie gut Jesus ist. So, liebe Gemeinde, danke, dass ich von München aus euch dienen durfte. Ich hoffe, dass diese Gottesdienste waren für euch ein Segen. Es war für mich eine Bereicherung, diese Zeit mit euch zu verbringen. Und ich wünsche euch Gottes Segen für den Rest der Konferenz. Gott ist voller. Hoffe ich, dass ihr erlebt. Das ist mein Gebet für euch. Und bis zum nächsten Mal. Und ich bete, dass in kürzester Zeit ich werde irgendwann nach Heidelberg selber reisen und euch persönlich kennenlernen können. So, ich wünsche euch Gottes Segen. Ciao von München.